Hallo zusammen. Ich möchte mich in diesem Video mit der Entwicklung der Erde in den letzten 500 Millionen Jahren beschäftigen. Dies hört sich nach einem sehr langen Zeitraum an, doch umfassen diese 500 Millionen Jahre nur etwa 10% der gesamten Erdgeschichte. Unsere Erde hat während dieses Zeitraums erhebliche Veränderungen erfahren. Genauer gesagt, sie ist im Durchmesser und damit auch im Umfang stark gewachsen. Natürlich wird sich der normale Zuschauer sofort fragen, warum er davon wahrscheinlich noch nichts gehört hat und wie ich dazu komme, eine solche provokante These zu verbreiten. Genau auf diese Fragen möchte ich im Folgenden einige Antworten geben. Sowohl die geologischen Fakten als auch die Entwicklung der Pflanzen und Tiere, zunächst im Meer und später auf dem Festland, weisen auf eine erhebliche Erdexpansion hin. Damit der Zuschauer überhaupt verstehen kann, warum es diese Expansion unseres Planeten gibt, möchte ich zunächst einige grundlegende geologische Sachverhalte darlegen und kurz aufzeigen, wie die Wissenschaft zum aktuellen Wissensstand gekommen ist. An dieser Stelle sollte ich vielleicht darauf hinweisen, dass ich bezüglich dieses Themenkomplexes kein Laie bin, der mal ein Buch gelesen oder 2, 3 Videos gesehen hat, sondern promovierter Diplom-Geologe, der zu diesem Thema schon mehrere Jahre geforscht hat. Ich möchte die nachfolgenden Erläuterungen allgemeinverständlich halten, so dass auch Nicht-Geowissenschaftler am Ende des Videos die wesentlichen Fakten kennen und somit den Sachverhalt beurteilen können, sofern sie nach langen Jahren der Mainstream-Medienberieselung noch ihren gesunden Menschenverstand bewahrt haben. Voraussetzen muss ich allerdings, dass der Zuschauer anerkennt, dass es sich bei der Erde um eine Kugel und nicht um eine Scheibe handelt. Bis vor ein paar Jahren hätten dies sicher auch noch fast alle unterschrieben, bis zu dem Zeitpunkt, als gewissermaßen über Nacht die sogenannte Flat Earth Theorie im Internet auftauchte. Schon allein der englischsprachige Name lässt vermuten, aus welcher Richtung diese Theorie stammt. Wer noch über den eingangs zitierten gesunden Menschenverstand verfügt, sollte keine Probleme haben, diese Theorie als kompletten Schwachsinn einzuordnen. Wenn dennoch jemand noch Zweifel hat, dann sollte er mal mit einem Teleskop einen Blick auf die Planeten in unserem Sonnensystem werfen. Dann wird er zweifelsfrei erkennen, dass es sich nicht um Scheiben oder Lichter, die über unseren Nachthimmel bewegt werden, handelt. Gut, nachdem dies geklärt wäre, schauen wir uns zunächst die Erdkruste an, auf der wir uns täglich bewegen. Generell kann man zwischen kontinentaler und ozeanischer Kruste unterscheiden. Die kontinentale Kruste ist zwischen 30 und 80 Kilometer dick, sehr komplex aufgebaut und bis zu 4 Milliarden Jahre alt. Häufige Elemente in der kontinentalen Kruste sind Silizium und Aluminium. Dies ergibt meist hellere Gesteine wie den Granit. Die ozeanische Kruste ist nur zwischen 5 und 8 Kilometer dick, also viel dünner und wesentlich jünger als die kontinentale Kruste, häufig sogar jünger als 200 Millionen Jahre. Die älteste Altersangabe, die ich in den Veröffentlichungen bisher gefunden habe, liegt bei 340 Millionen Jahre. Die Hauptelemente der ozeanischen Gesteine sind Silizium und Magnesium. Dies ergibt eher dunkle Gesteine wie den Basalt. Auch der obere Erdmantel wird von diesen basaltischen Gesteinen aufgebaut. Diese weisen auch ein um etwa 10% höheres spezifisches Gewicht als die kontinentalen Gesteine auf. Wenn wir uns jetzt den Nordatlantik auf Google Earth anschauen, sehen wir große dunkelblaue Flächen. Dies ist die Tiefsee mit Wassertiefen, die meist im Bereich von 3000 bis 6000 Metern liegen. Der Untergrund dieser Tiefsee wird durch ozeanische Kruste aufgebaut, die von relativ dünnen Sedimentschichten überlagert ist. Die hellblauen Flächen sind die flachen Meere an den Rändern der Kontinente mit Wassertiefen von meist nur einigen 100 Metern. Diese liegen auf kontinentaler Kruste. Zu diesen flachen Randmeeren auf kontinentaler Kruste gehören somit auch zum Beispiel die Nordsee oder die Ostsee.
Somit ist die Verteilung von ca. 30% Festland zu 70% Wasserfläche nicht deckungsgleich mit den Flächenanteilen von kontinentaler und ozeanischer Kruste, die bei ca. 40% zu 60% liegt. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts fiel dem deutschen Geowissenschaftler und Meteorologen Alfred Wegener bei Betrachtung des Atlantiks auf, dass die Küstenlinien der Kontinente im Osten, also Afrika und Europa, auffallend gut zu der Küstenlinie von Nord- und Südamerika im Westen passen. Wenn man also den Atlantik verschwinden lässt, ergibt sich ein Großkontinent, den Wegener Pangaea getauft hat. 1915 veröffentlichte Wegener sein Hauptwerk Die Entstehung der Kontinente und Ozeane, in dem er seine Theorie der Kontinentalverschiebung darlegte und begründete. Hier eine Darstellung aus dieser Veröffentlichung Wegeners. Die 3 Erdkarten umfassen einen Zeitraum von ca. 300 Millionen Jahren. Wie man in der oberen Karte sieht, hat Wegener nicht nur Nord- und Südamerika, Afrika und Eurasien in seine Kontinentalverschiebungstheorie einbezogen, sondern auch die Antarktis und Australien, inklusive des Schelfgebietes hinüber nach Neuguinea, die somit ebenfalls zum Urkontinent Pangaea gehörten. Zur Unterstützung seiner Theorie führte er zahlreiche Indizien an, wie zum Beispiel die Ähnlichkeit von Gesteinsformationen und Fossilien auf diesen Kontinenten für den Zeitraum vor Beginn der sogenannten Kontinentaldrift. Trotz der doch relativ guten Indizienlage wurde Wegeners Kontinentaldrift-Theorie von der Mehrzahl seiner Fachkollegen strikt abgelehnt, obwohl diese ihrerseits kein plausibles Gegenmodell präsentieren konnten. Da Wegener 1930 bei einer Grönland-Expedition ums Leben kam, erlebte er den Durchbruch seiner Theorie nicht mehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte dann eine intensivere Erforschung der Meere ein. Bei tiefen Messungen erkannte man, dass sich in allen größeren Meeren sogenannte mittelozeanische Rücken befinden, also submarine Gebirge, die sich über viele tausend Kilometer hinziehen. Seit den 50er Jahren wurden dann auch in zunehmendem Maße radiometrische Altersdatierungen der ozeanischen Kruste vorgenommen. Hierbei stellte man fest, dass die Gesteine im Zentrum der mittelozeanischen Rücken sehr jung sind und in Richtung der Kontinente immer älter werden. In der jetzt angezeigten Weltkarte ist das Alter der ozeanischen Kruste farblich dargestellt. Man sieht, dass symmetrisch vom zentralen Hauptkamm der mittelozeanischen Rücken sich Gesteine befinden, die dunkelrot dargestellt jünger als 10 Millionen Jahre sind. Danach folgen die hellroten und orangen dargestellten Gesteine mit einem Alter von ca. 33 Millionen Jahren. Die grüne Farbe steht für ein Alter von maximal 120 Millionen Jahre. Die Zeitskala endet in dieser Abbildung bei 180 Millionen Jahren, also der blauen Farbe. Es wurden allerdings in den letzten Jahren auch ozeanische Gesteine mit einem Alter von bis zu 340 Millionen Jahre gefunden, was in dieser relativ groben Darstellung nicht berücksichtigt wurde. Die Wissenschaftler erkannten, dass im Zentrum der mittelozeanischen Rücken ständig neues Material aus dem Erdmantel nach oben transportiert und neue ozeanische Kruste gebildet wird. Dies ist natürlich nur möglich, weil die Meereskruste an der zentralen Naht der mittelozeanischen Rücken ständig mit einer Geschwindigkeit von mehreren Zentimetern pro Jahr auseinandergespreizt wird. Bestätigt wurde diese Erkenntnis in den letzten Jahrzehnten durch Positionsmessungen via Satellit, die ergaben, dass sich zum Beispiel der Atlantik mit einer Rate von durchschnittlich 2,5 Zentimetern pro Jahr verbreitert. Bekanntlich ist der Atlantik ca. 5000 Kilometer breit. Wenn man diese 5000 Kilometer durch 200 Millionen Jahre, also den Zeitraum, in dem sich der Atlantik vermutlich gebildet hat, dividiert, erhält man exakt eine Wachstumsrate von 2,5 Zentimetern pro Jahr.
Natürlich war die Kontinentaldrifttheorie Wegeners durch diese neueren Erkenntnisse praktisch bewiesen und die zahlreichen früheren Gegner dieser Theorie wechselten nach und nach möglichst unauffällig in das Lager der Befürworter über. Hier sind wir jetzt an einem entscheidenden Punkt angelangt, denn spätestens zu diesem Zeitpunkt, also irgendwann in den 60er Jahren, hätten die damaligen Forscher die Erdexpansionstheorie des deutschen Geophysikers und Ingenieurs Ott Christoph Hilgenberg einer näheren Betrachtung unterziehen müssen. Hilgenberg hatte bereits 1933, also nur 3 Jahre nach dem Tod Wegeners, in seiner 56-seitigen Schrift Vom wachsenden Erdball dargelegt, dass, wenn man alle Ozeane zusammenschrumpfen lässt, sich die Kontinente und Schelfgebiete auf einem stark verkleinerten Globus wie ein Puzzle zu einer fast geschlossenen Kugeloberfläche zusammenfügen lassen. Hier jetzt einige Abbildungen aus Hilgenbergs Veröffentlichung, die die kleinere Urerde bzw. Paläoerde aus verschiedenen Perspektiven zeigen. Als ich mich vor einigen Jahrzehnten erstmals mit der Expansionstheorie Hilgenbergs beschäftigte, kam ich eigentlich schnell zur Erkenntnis, dass sie viel besser zu den geologischen Fakten passt, als die herrschende Lehrmeinung und somit eigentlich korrekt sein muss. Auch einem aufgeweckten Vorschulkind ist bereits klar, dass es kein Zufall sein kann, wenn die Einzelteile eines Puzzles zusammenpassen. Vielen der sogenannten Experten ist dies jedoch keineswegs klar, was uns zeigt, dass eine langwierige Universitätsausbildung der Erkenntnis der wahren Zusammenhänge keineswegs förderlich sein muss. Die kontinentale Kruste hat somit die gesamte Oberfläche der Paläoerde eingenommen. Dies ist auch logisch, da man davon ausgeht, dass vor ca. 4 Milliarden Jahren beim Abkühlungsprozess das leichtere Material der Erdkruste, also vor allem Granit, sich separiert und als erstes erstarrt ist, während das schwerere basaltische Material im Untergrund den Erdmantel bildete. Nach herrschender Lehrmeinung hätte dies aber nur auf ca. 40% der Erdoberfläche geschehen sein dürfen, was meiner Meinung nach keinen vernünftigen Sinn ergibt. Da vermutet werden kann, dass die Wassermassen, die sich heute in den großen ozeanischen Becken befinden, auch früher schon vorhanden waren, ist davon auszugehen, dass die Urerde ein reiner Wasserplanet mit einem weltumspannenden Ozean war. Zwar dürfte es einige Vulkaninseln, wie heute etwa Island oder Hawaii, gegeben haben, doch lag ihr Flächenanteil vermutlich bei weniger als 1%. Das, was heute als kontinentale Kruste bezeichnet wird, war somit bis vor 400 bis 500 Millionen Jahren der Meeresboden des globalen Urmeeres. Bestätigt wird diese Annahme durch die Tatsache, dass alle Kontinente zum größten Teil von teilweise sehr mächtigen Meeressedimenten bedeckt sind. Zwar gibt es auch größere Gebiete, die sogenannten alten Schilde, wie etwa den baltischen Schild oder den kanadischen Schild, die keine Überdeckung durch Meeresablagerungen mehr aufweisen, doch zeigen auch dort stellenweise erhaltene Reste von Meeressedimenten, dass diese ursprünglich ebenfalls von marinen Schichten überlagert waren, die später durch Erosion abgetragen wurden, da dies vermutlich die Gebiete waren, die als erste über den Meeresspiegel hinausragten. Nun wird mancher wahrscheinlich einwenden, dass ein komplettes Abschmelzen der antarktischen oder grönländischen Eismassen einen globalen Meeresspiegelanstieg zur Folge hätte. Berechnungen zeigen allerdings, dass der Anstieg des Meeresspiegels nur etwa 60 bis 70 Meter betragen würde, so dass über 90% der Kontinente immer noch über dem Meeresspiegel lägen. Somit kann die herrschende Lehrmeinung keine plausible Erklärung für die großflächigen Meeresablagerungen auf allen Kontinenten liefern. Die klassische Geologie behauptet einfach, es hätte eben immer mal wieder
großflächige Senkungen in verschiedenen Gebieten gegeben, so dass dort das Meer vordringen konnte. Allerdings befindet sich die leichtere Erdkruste, die auf dem schwereren Erdmantel schwimmt, langfristig in einem isostatischen Gleichgewicht. Das heißt, damit sich die Kruste in einem Gebiet absenkt, muss eine zusätzliche Last auf diese Kruste wirken. Dass es dieses isostatische Gleichgewicht der Erdkruste gibt, zeigt zum Beispiel die Hebung Skandinaviens und Ostkanadas seit dem Ende der letzten Eiszeit vor ca. 11.000 Jahren. Durch die während der letzten Eiszeit entstandenen, in einigen Gebieten über 3000 Meter mächtigen Eispanzer, die auf Kanada und Skandinavien lasteten, wurden diese Gebiete um mehrere hundert Meter nach unten gedrückt. Die angezeigte Abbildung zeigt die jährliche Hebungsrate in Millimetern in den ehemaligen Vereisungsgebieten. An der Tatsache, dass auch 11.000 Jahre nach Ende der letzten Eiszeit diese Gebiete noch nicht zur Ruhe gekommen sind, kann man erkennen, dass der Erdmantel sehr langsam und zäh auf wechselnde Belastungen reagiert. Wäre er flüssig, müssten die Ausgleichsbewegungen viel schneller ablaufen, wie jeder testen kann, wenn er eine Eisscholle unter Wasser drückt und dann loslässt. Nun sind solche Hebungen und Senkungen in Glazialgebieten global gesehen natürlich die große Ausnahme und eignen sich daher nicht dafür, die flächendeckenden Meeresablagerungen auf allen Kontinenten zu erklären. Die Mainstream-Wissenschaftler müssten sich zu diesem Thema schon etwas Besseres einfallen lassen, was ihnen bisher allerdings nicht gelungen ist. Man zieht es daher vor, das ganze Thema zu vermeiden. Auch die Tatsache, dass sich das durch Fossilienfunde dokumentierte Leben während eines Zeitraums von ca. 3 Milliarden Jahren ausschließlich im Meer entwickelte und abspielte, wird durch die Theorie einer wachsenden Erde sehr gut erklärt. Das Erscheinen der ersten Amphibien vor ca. 83 Millionen Jahren und von Landtieren und Pflanzen in den folgenden Jahrmillionen wurde demzufolge erst durch die allmähliche Vergrößerung der Landgebiete ermöglicht. Die Paläontologen hatten in der Vergangenheit des Öfteren darüber diskutiert, warum wohl das Leben im Meer und nicht auf dem Festland entstanden ist. Die Expansionstheorie gibt darauf eine einfache Antwort. Obwohl mit Hilfe der Expansionstheorie Hilgenbergs die Entwicklung unserer Kontinente und Ozeane sehr gut erklärt werden kann, fand sie in der etablierten Mainstream-Wissenschaft erstaunlicherweise so gut wie keine Beachtung. Stattdessen wurden die sogenannten Subduktionszonen wie ein weißes Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Schauen wir uns eine solche Subduktionszone mal im theoretischen Modell an. Es soll demnach die ozeanische Kruste und gleich noch ein Teil des oberen Erdmantels, die beide zusammen die sogenannte Lithosphäre bilden, in den Erdmantel hinabgeschoben und dort aufgeschmolzen werden. Dieser Subduktionsprozess soll natürlich im gleichen Tempo erfolgen wie die Neubildung ozeanischer Kruste an den mittelozeanischen Rücken, so dass der Umfang der Erde konstant bleibt. Nun ist es allerdings so, dass der Erdmantel keineswegs flüssig, sondern duktil ist, also eigentlich beinahe fest, aber doch durch Einwirkung großer Kräfte verformbar. Dieser duktile Zustand wird einerseits bewirkt durch die hohe Temperatur in dieser Tiefe, die an und für sich eine Aufschmelzung des Gesteins bewirken würde, und andererseits einem hohen Druck durch die überlagernden Schichten. Wie unter diesen Umständen viele tausend Kilometer dünne ozeanische Kruste, ohne zu zerbrechen oder sich aufzufalten, in den unter hohem Druck stehenden festen Erdmantel hineingeschoben, sprich subduziert werden sollen, konnte mir noch niemand plausibel erklären. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass dieser Subduktionsvorgang bereits seit Hunderten Millionen Jahren, wenn nicht sogar Milliarden Jahren völlig störungsfrei, quasi wie am Fließband ablaufen soll.
Vielleicht sollten die Befürworter der Existenz von Subduktionszonen zu Testzwecken mal in ihrem Wohnzimmer versuchen, eine Familienpizza unter das Parkett zu schieben, um Aufschluss über die dabei auftretenden Phänomene zu bekommen. Die folgende Weltkarte, die von der NASA stammt, zeigt die mittelozeanischen Rücken als rote Linien. Die Zahlenangaben bei diesen roten Linien geben die geschätzte Neubildungsrate ozeanischer Kruste in Zentimeter an. Die Subduktionszonen sind als blaue Linien dargestellt. Leider sind auch jüngere Faltengebirge auf den Kontinenten mit blauer Linie markiert, so dass die Abgrenzung zu den Subduktionszonen nicht ganz klar zu erkennen ist. Wie man auf der Karte sieht, befinden sich diese ominösen Subduktionszonen vor allem vor der Westküste Nord- und Südamerikas und am Westrand des Pazifiks, vorzugsweise in den Tiefseegräben wie etwa dem Marianengraben. Ich muss zugeben, die Positionierung der Subduktionszonen ist durchaus klug gewählt, denn bei Wassertiefen von 5.000 bis 11.000 Metern ist die Gefahr, dass sich jemand diese Gebiete näher anschaut, sehr gering. Selbst mit Tauchrobotern kann man dort nur einige Proben des Meeresschlammes nach oben holen, was einen aber in Bezug auf die eigentliche Fragestellung auch nicht viel weiterhilft. Was man als Geologe jedoch sagen kann, ist, dass Gräben auf dem Festland eigentlich immer Dehnungsstrukturen sind. Die kontinentalen Grabensysteme sind auf der Karte in Gelb dargestellt. Die wichtigste Grabenstruktur Europas verläuft vom westlichen Mittelmeer über das Rhonetal, das Oberrheintal nach Norden bis unter die Nordsee. Hier ein Querschnitt durch den gut untersuchten Oberrheingraben und das angrenzende Schichtstufenland in Süddeutschland und Ostfrankreich. Die Absenkung der zentralen Grabenbereiche erreicht bis zu 3.500 Meter. Die Dehnung der Erdkruste in Ost-West-Richtung beträgt ca. 6 bis 8 Kilometer. Begleitet werden derartige Grabenbildungen von Erdbeben und Vulkanismus, in diesem Fall dem Kaiserstuhl, der quasi eine Vulkanruine darstellt. Das größte kontinentale Grabensystem auf der NASA-Karte ist ebenfalls teilweise eingezeichnet und reicht im Norden vom Jordantal, also Syrien und dem Toten Meer, das über 400 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, weiter über das Rote Meer und der Seenkette Ostafrikas bis nach Südafrika. Man kann die Entwicklung solcher großer Grabensysteme durchaus als Geburt eines neuen Meeres und Abspaltung eines Mikrokontinents ansehen, was aber natürlich viele Millionen Jahre in Anspruch nimmt. Kleinere Dehnungsbrüche in der Erdkruste können auch quasi über Nacht entstehen. Hier zwei Aufnahmen aus Ostafrika. Die Grabenbildung auf dem Festland ist nach gängiger wissenschaftlicher Meinung Folge einer Dehnung der Erdkruste. In den Ozeanen sollen sie aber Folge einer Zusammenschiebung gleich Subduktion sein. Dies ergibt meiner Meinung nach keinen Sinn und es ist zu vermuten, dass auch ozeanische Gräben Folgen einer Dehnungsbewegung sind. Mein Fazit zum Thema Subduktionszonen ist daher, dass ich diese für ein imaginäres Konstrukt halte, das erfunden wurde, um weiterhin an der These von einer konstanten Größe der Erdkugel festhalten zu können. Ich habe an dieser Stelle Absicht das Wort erfunden statt entdeckt verwendet, da man nicht etwas entdecken kann, was es in der Natur gar nicht gibt. Auch sollte die Geschwindigkeit, mit der die Subduktionszonen aus dem Hut gezaubert wurden, stutzig machen. Als ich Ende der 70er Jahre mit dem Studium der Geologie begann, wurde uns die sogenannte Plattentektonik inklusive Subduktionszonen bereits als Fakt präsentiert, worüber es keine Diskussion mehr gab. Die Erdexpansionstheorie Hilgenbergs wurde allenfalls am Rande als Kuriosität erwähnt. Wenn man bedenkt, dass es
bei der Kontinentalverschiebungstheorie Wegeners ca. 50 Jahre gedauert hat, bis sie allgemein akzeptiert wurde, ist die Einführung der Subduktionszonen innerhalb weniger Jahre ohne nennenswerte öffentliche Diskussion schon sehr erstaunlich. Warum ich derart auf dem Thema Subduktionszonen herumreite, liegt natürlich daran, dass mit der Existenz dieser Subduktionszonen das ganze gegenwärtige Plattentektonikmodell der Mainstream-Wissenschaft steht und fällt. Wenn es keine Subduktionszonen gibt, ergibt sich durch das Wachstum der ozeanischen Becken automatisch eine Expansion der gesamten Erdkugel. Wenn man zu dieser Schlussfolgerung gekommen ist, liegt die Frage nahe, wie groß die Erde vor Beginn des Wachstumsprozesses vor 500 Millionen Jahren war. Dies kann meiner Meinung nach relativ einfach aus dem Flächenanteil der vorhandenen kontinentalen Kruste berechnet werden. Wie groß ist nun dieser Anteil? Er muss natürlich größer sein als die aktuelle Landfläche auf der Erde, die bei ca. 30% liegt. Aufschluss darüber gibt die angezeigte Grafik, in der die prozentualen Anteile der verschiedenen Höhenstufen auf der Erdoberfläche dargestellt sind. Die Spanne reicht von 11.000 Metern unter dem Meeresspiegel bis knapp 9.000 Meter darüber. Wie man sieht, gibt es zwei Maxima. Das Flächenmaximum der kontinentalen Kruste von 20,9% liegt zwischen 0, also dem Meeresspiegel, und 1000 Meter Höhe. Das Maximum der ozeanischen Kruste mit 23,2% liegt hingegen zwischen einer Meerestiefe von 4000 bis 5000 Metern. Um beide Maxima gruppieren sich die Flächenanteile der angrenzenden Höhenstufen in einer Art Gaußschen Normalverteilung. Die Grenze zwischen ozeanischer und kontinentaler Kruste habe ich relativ willkürlich bei 2000 Meter Wassertiefe gezogen. Über die genaue Abgrenzung kann man sich natürlich streiten, aber es geht hier ja auch nur um eine grobe Schätzung, um einen Eindruck von den Größenordnungen zu erhalten. Auf Basis dieser Zahlen ergibt sich somit für die kontinentale Kruste ein Flächenanteil von 40,7% und für die ozeanische Kruste ein Anteil von 59,3%. In der jetzt angezeigten Abbildung habe ich links die wesentlichen Parameter der heutigen Erdkugel dargestellt. Die Erde hat aktuell einen Radius von 6.371 Kilometern, einen Umfang von ca. 40.000 Kilometern und eine Oberfläche von rund 510 Millionen Quadratkilometern. Ein Flächenanteil von 40,7% von 510 Millionen Quadratkilometern für die kontinentale Kruste ergibt daher eine Fläche von 207,5 Millionen Quadratkilometern, was somit der gesamten Oberfläche der Urerde vor 500 Millionen Jahren entspricht. Aus dieser Fläche können auch die übrigen Parameter der Paläoerde errechnet werden. Wie man in der rechten Abbildung sieht, ergibt sich daraus ein Radius von 4064 Kilometern und einen Umfang von ca. 25.500 Kilometern. Die Erde vor Beginn der Expansion war somit deutlich kleiner als gegenwärtig, allerdings ist der Größenunterschied nicht als spektakulär anzusehen. Dramatisch wird die Sache eigentlich erst, wenn man sich die Volumendifferenz zwischen aktueller Erde und Paläoerde anschaut. Die großen Zahlenangaben bei den Volumina sind in der Abbildung etwas schwierig zu lesen. Wer meinen mathematischen Künsten nicht traut, kann ja die Stellen nachzählen bzw. die ganzen Berechnungen nachrechnen. Sollte er einen Fehler finden, wäre ich für eine Mail dankbar. Aktuell hat die Erde ein Volumen von gerundet 1083 Milliarden Kubikkilometern, die kleinere Urerde ein Volumen von 281 Milliarden Kubikkilometer, also nur gut ein Viertel des Volumens der heutigen Erde. Dies bedeutet, dass sich ein oder mehrere riesige Hohlräume im Inneren der Erde befinden müssen,
die ein Volumen von ca. 800 Milliarden Kubikkilometer aufweisen. Ich denke, ich brauche nicht extra zu betonen, dass dies ein gigantisches Volumen ist und dass somit fast 3/4 des Erdinneren aus Hohlräumen bestehen würden. Dies ist mit der bisherigen Annahme über den inneren Aufbau der Erde unvereinbar, die von einer Vollkugel und einem mehrere tausend Grad heißen Eisen-Nickel-Kern ausgehen. Siehe Abbildung. Ich denke, an dieser Stelle wird der Zuschauer dieses Videos, der bis hierher durchgehalten hat, eine Ahnung davon bekommen, warum die Erdexpansionstheorie Hilgenbergs so vehement von der etablierten Wissenschaft abgelehnt wird. Nun stellt sich natürlich automatisch die Frage, wie man sich die Anordnung dieser Hohlräume vorstellen kann. Das heißt, ist das Erdinnere löchrig wie ein Bimsstein oder ein Schweizer Käse oder gibt es nur einen einzigen großen Hohlraum? Zur Beantwortung dieser Frage ist es hilfreich, sich nochmal die globalen Erdparameter anzuschauen. Die Erde vollführt innerhalb von 24 Stunden eine komplette Umdrehung um 360 Grad. Ein Mensch, der sich in der Äquatorgegend aufhält, bewegt sich somit mit einer Geschwindigkeit von 1670 Stundenkilometern, also mit etwa 1,5-facher Schallgeschwindigkeit durch das Weltall. Manch einem mag es absurd vorkommen, sich mit einer derartigen Geschwindigkeit fortzubewegen, ohne dass er es überhaupt bemerkt. Doch sollte er sich daran erinnern, dass er im ICE bei Tempo 300 oder im Flugzeug bei Tempo 900 gemütlich seinen Kaffee trinken kann, ohne dass dieser überschwappt. Voraussetzung ist natürlich, dass keine plötzliche Bremsung oder Richtungsänderung erfolgt, was man im Falle unserer Erde mit Sicherheit ausschließen kann. Wie man der angezeigten Grafik entnehmen kann, nimmt die Geschwindigkeit auf der Erdoberfläche nach Norden und Süden kontinuierlich ab, da die zurückgelegten Strecken, die bei einer Erdumdrehung zu durchlaufen sind, immer kürzer werden. Somit ist auch die Fliehkraft am Äquator am größten und geht gegen die Pole hin immer weiter zurück, wobei sie am Nord- und Südpol gleich Null ist. Was bedeutet das nun für den Aufbau unserer Erde? Meiner Meinung nach ist es sehr wahrscheinlich, dass das schwere Gesteinsmaterial durch die Zentrifugalkraft, ähnlich wie in einer Waschmaschine beim Schleudern, nach außen gedrückt wird und innen ein großer Hohlraum entsteht. An den Polen geht die Fliehkraft gegen Null, so dass es denkbar ist, dass sich dort überhaupt kein Gesteinsmaterial abgelagert hat. Seltsamerweise deckt sich diese rein physikalische Schlussfolgerung mit älteren Überlieferungen und Legenden, die von Öffnungen an den Polen berichten. Es gibt aber auch noch einen weiteren Grund, warum eine Verbindung mit dem inneren Hohlraum der Erde bestehen muss. Durch die Expansion der Erdkugel würde sonst ein Vakuum im Erdinneren entstehen, was kaum vorstellbar ist. Es muss also irgendwo ein Druckausgleich zwischen der Atmosphäre um unsere Erdkugel und dem Erdinneren, also einem Zustrom von Luft und Wasser, erfolgt sein. Natürlich habe ich es mir auch nicht nehmen lassen, die Größe des Hohlraumes im Erdinneren zu berechnen. Ausgehend von einem Volumen von 802 Milliarden Kubikkilometern erhalte ich dabei einen Radius von 5764 Kilometern für diesen Hohlraum. Da der Radius der heutigen Erde 6371 Kilometer beträgt, ergibt sich somit eine mittlere Dicke der Erdkruste und des Erdmantels von 607 Kilometern. Ich kann mir gut vorstellen, dass meine Berechnungen und Schlussfolgerungen manchem altgedienten Geowissenschaftler abenteuerlich erscheinen mögen, da sie der herrschenden Lehrmeinung zum Aufbau unserer Erde diametral entgegengesetzt sind. Doch muss man sich klar machen, dass alle Aussagen über die Verhältnisse in den tieferen Erdschichten nur Hypothesen sind und somit auch für die offizielle Lehrmeinung keinerlei Beweise existieren. Die bisher tiefste Bohrung der Welt erreichte in den 80er Jahren in der Sowjetunion, genauer gesagt auf der Halbinsel Kola,
eine Tiefe von gut 12 Kilometern. Somit ist alles, was tiefer liegt, terra incognita, in der man nur die Seismik als Werkzeug hat. Deren Ergebnisse sind allerdings in hohem Maße interpretationsfähig. Anfang des 20. Jahrhunderts, genauer gesagt im Jahr 1901, wurde in Frankreich das sogenannte Pendelexperiment durchgeführt, mit dem man hoffte, den Erdradius exakter bestimmen zu können. Dabei ging man von der Theorie aus, dass das Zentrum der Schwerkraft im Erdmittelpunkt liegt, was mit Sicherheit auch heute noch von der großen Mehrheit der Wissenschaftler angenommen wird. Dazu hängte man je ein Bleigewicht in zwei circa 1 Meile tiefe Bergwerksschächte, die an der Sohle durch einen Stollen verbunden waren, und maß dann dort den Abstand zwischen den zwei Pendelspitzen und an der Oberfläche zwischen den Pendelaufhängungen. Nach der herrschenden Lehrmeinung hätte nun der Abstand an der Basis geringer sein müssen als an der Oberfläche, was allerdings zur allgemeinen Überraschung nicht der Fall war. Der Versuch wurde in den folgenden Jahren und Jahrzehnten noch von amerikanischen, polnischen und chinesischen Wissenschaftlern wiederholt, jedoch mit gleichem Ergebnis. Da man sich das Resultat im Sinne der Lehrmeinung nicht vernünftig erklären konnte, passierte das, was in solchen Situationen des Öfteren geschieht: Es wurde der Mantel des Schweigens über das Experiment gebreitet. Allerdings nicht von allen Wissenschaftlern. Einer wagte es sich dazu, sich zu äußern. Dr. Jewgeni Podkletnow von der Universität Tampere in Finnland zog den aus meiner Sicht einzig sinnvollen Schluss aus dem Pendelversuch, nämlich, dass das Gravitationszentrum nicht im Erdmittelpunkt liegt, sondern wesentlich näher an der Erdoberfläche. Man kann vermuten, dass er mit solchen Äußerungen nicht unbedingt seine Karriereaussichten verbessert hat, denn er wurde 1997 von der Universität Tampere entlassen und lebt heute wieder in Russland. Ich gehe aber davon aus, dass seine Entlassung nicht primär auf diese Äußerung zurückzuführen ist, sondern auf seine Experimente zur Antigravitation, also einem in hohem Maß politisch missliebigen Forschungsgebiet. Auf die Frage, wie tief das Gravitationszentrum denn nun liegt, gibt es auf Grundlage der Expansionstheorie eine einfache Antwort: In gut 300 Kilometer Tiefe im Massezentrum der 607 Kilometer dicken Schicht, die sich aus Erdmantel und Erdkruste zusammensetzt. Es gibt aber auch neuere Forschungen, die andeuten, dass im offiziellen Modell über den Erdaufbau, salopp gesagt, der Wurm drin ist. Im Jahr 2019 wurde von Forschern der renommierten Princeton University ein Artikel über die Analyse eines riesigen Erdbebens mit der Stärke 8,2 nach der Richterskala veröffentlicht, das sich 1994 in Bolivien ereignet hat. Wenn man die Stärke dieses Erdbebens in ein richtiges Verhältnis setzen will, muss man wissen, dass ein Beben der Stärke 8,0 30 Mal so stark ist wie ein Beben der Stärke 7,0, was ja auch schon ein ziemlich kräftiges Beben ist. Was für die Bewohner der betroffenen Region eine Katastrophe darstellte, erwies sich für die Geophysiker als Glücksfall, da einerseits genügend Seismometer installiert waren und andererseits durch ein derartig tiefes und starkes Erdbeben auch tiefere Schichten der Erde untersucht werden konnten. Die angezeigte Grafik stammt aus dieser Veröffentlichung und zeigt eine bei der Datenanalyse gefundene Grenzschicht in 660 Kilometer Tiefe, die erstaunlicherweise eine ausgeprägte Topographie aufweist. Laut einem beteiligten Wissenschaftler sind die Höhenunterschiede dabei sogar größer als in den Rocky Mountains. Es soll wie an der Erdoberfläche dazwischen aber auch flachere Gebiete geben. Ich brauche wohl nicht extra zu betonen, dass diese Ergebnisse mit den konventionellen Vorstellungen vom Aufbau der Erde nicht vereinbar sind, die von weiträumigen Konvektionsströmen im duktilen Erdmantel ausgehen, die für den Transport der riesigen Mengen von subduziertem Material erforderlich wären.
Nun wird mancher einwenden, dass diese Grenze in 660 Kilometer Tiefe mit ihrer wilden Topographie nicht identisch ist mit der von mir errechneten Schichtdicke von 607 Kilometer oberhalb des Erdhohlraums. Durch die stärkere Zentrifugalkraft in Äquatornähe ist es allerdings durchaus wahrscheinlich, dass diese Schicht dort entsprechend dicker ist, also würden die 660 Kilometer ganz gut passen. Seit der Erfindung der Atomuhren in den 40er Jahren gibt es noch ein weiteres Indiz für eine Expansion der Erde. Durch die große Genauigkeit der Atomuhren konnte man nämlich feststellen, dass die Erde für eine komplette Umrundung der Sonne jedes Jahr 0,7 Sekunden länger benötigt. Man muss somit alle 1,5 Jahre eine Schaltsekunde einlegen, um die Atomuhren wieder mit dem Erdumlauf zu synchronisieren. Die Mainstream-Wissenschaft hat mit diesem Phänomen anscheinend kein Problem. Sie sagt dazu einfach, die Erde wird eben immer langsamer. 0,7 Sekunden pro Jahr scheint ja auch wenig zu sein. Allerdings gilt dies nicht in geologischen Zeiträumen. In 1 Million Jahren beträgt die Verlangsamung bereits 700.000 Sekunden, was 8,1 Tagen entspricht. Nun sind 1 Million Jahre in der geologischen Zeitskala nicht besonders viel. Nehmen wir 10 Millionen Jahre, dann wären es schon 81 zusätzliche Tage, um die sich ein Erdenjahr verlängern würde. Ich denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich feststelle, dass eine derartig starke Variabilität der Umlaufsgeschwindigkeit ohne eine Änderung der Erdparameter ziemlich unwahrscheinlich ist. Schließlich umrundet die Erde die Sonne bereits seit mehr als 4,5 Milliarden Jahren. Wesentlich naheliegender erscheint daher die zweite Erklärungsmöglichkeit, nämlich die Verlängerung der Umlaufszeit auf eine Vergrößerung des Erdumfangs zurückzuführen. Da wir die Erde nun schon mal aus dem astronomischen Blickwinkel betrachten, bleiben wir im Weltall und schauen uns einen unserer Nachbarplaneten an, nämlich den Jupiter. Bereits vor 2 oder 3 Jahren ist mir beim Anschauen von Fotos der Planeten in unserem Sonnensystem die jetzt angezeigte Aufnahme der NASA vom Südpol des Jupiter aufgefallen. Ins Auge fällt natürlich sofort der große rote Fleck, der etwa doppelt so groß wie unsere Erde ist und als größter Wirbelsturm in unserem Sonnensystem interpretiert wird. Um dieses rote Auge soll es hier aber nicht gehen, sondern um die unmittelbare Umgebung der Jupiterpole. Vor einigen Monaten habe ich eine Veröffentlichung der Planetary Society vom 9. Mai 2017 entdeckt, in der darüber berichtet wird, wie über 1000 Aufnahmen des Jupiters, die zwischen dem 10. Dezember 2014 und dem 31. März 2015 von 91 Hobbyastronomen gemacht wurden, zu einer Animation zusammengefügt wurden. Wesentlich interessanter als die dabei produzierte kurze Videosequenz fand ich jedoch die durch die Zusammenstellung der Amateurfotos entstandenen Abbildungen von den beiden Polgegenden des Jupiter, die hier unten abgebildet sind. Man vergleiche diese mit der NASA-Aufnahme. Also, vielleicht habe ich ja auch einen Knick in der Optik, aber ich meine hier sowohl am Süd- als auch am Nordpol eine trichterförmige Vertiefung zu sehen, die in ein schwarzes Planeteninneres führen könnte. Wenn man sich dagegen die NASA-Aufnahme in einer Vergrößerung anschaut, sieht man am Pol jeweils eine einförmige graue bis beige kreisrunde Fläche und auch die Umgebung scheint künstlich aufgehellt worden zu sein. Wenn mir an diesem Punkt jemand die Frage stellen würde, zu wem ich mehr Vertrauen habe, zur NASA oder den 91 Amateurastronomen, dann würde meine Wahl eindeutig auf die Amateure fallen. Jedenfalls sieht die NASA-Aufnahme für mich so aus, als hätte einer der Mitarbeiter dieser Behörde seine Photoshop-Fähigkeiten daran ausprobiert. Warum sollte die NASA Fotos des Jupiter und eventuell auch anderer Planeten manipulieren? Ich denke, weil der eine oder andere Betrachter Rückschlüsse von den Verhältnissen auf dem Jupiter zu den Verhältnissen auf der Erde ziehen könnte.
Kehren wir zurück zur Erde. Ich zeige hier jetzt einen Film, den ich vor einigen Jahren im Internet gefunden habe. Da er eine eher mäßige Qualität aufweist, scheint er älteren Datums zu sein und ist offenbar durch das Fenster einer Raumstation in der Erdumlaufbahn aufgenommen worden. Ich konnte nicht herausfinden, wann und von wem das kurze Video stammt. Natürlich könnte es sich um eine Fälschung handeln, aber dann müsste man sich die Frage stellen, wer ein Interesse daran haben sollte, der Öffentlichkeit eine nicht existierende Erdöffnung vorzutäuschen. Nach meinen bisherigen Erfahrungen ist das genaue Gegenteil wahrscheinlicher. Jedenfalls halte ich es für sinnvoll, sich den Film näher anzuschauen. Sollte die Aufnahme echt sein, so handelt es sich höchstwahrscheinlich um das Nordpolgebiet, da die zu sehende starke Bewölkung am Nordpol wesentlich häufiger auftritt als am Südpol. Die rasche Bewegung der Wolkenmassen im Film zeigt, dass es sich wohl um eine Zeitrafferaufnahme handelt. Die Wolken am Rand der trichterförmigen Vertiefung bewegen sich im Uhrzeigersinn. Dies passt gut mit dem in der Meteorologie bekannten vorherrschenden polaren Ostwindregime zusammen. Wie man gut erkennen kann, strömen laufend Wolken von oben in die Öffnung hinein. Interessant ist auch der orangefarbene Lichtschein, der aus dieser Erdöffnung herausdringt und der an die in der esoterischen Literatur aufgeführte innere Sonne denken lässt. Damit bewegen wir uns allerdings bereits knietief in den Mythen und Legenden von Agartha und Shambhala, aber auch in bösen Verschwörungstheorien. In diesem Video möchte ich mich jedoch auf die wissenschaftlich nachweisbaren Fakten beschränken, denn Vermutungen und Spekulationen zu diesem Thema gibt es bereits reichlich im Internet. Als Fazit möchte ich nochmals festhalten, dass das gegenwärtige geologische Weltbild, also die Plattentektonik, mit der Existenz der Subduktionszonen steht und fällt. Wenn es keine Subduktionszonen gibt, wovon ich überzeugt bin, ergibt sich durch das nachgewiesene Wachstum der ozeanischen Becken notwendigerweise ein Wachstum der gesamten Erdkugel. Mancher wird sich allerdings fragen, warum er den Argumenten einer kleinen Minderheit Glauben schenken soll, wo doch die große Mehrheit der Experten an staatlichen Universitäten und Institutionen etwas ganz anderes lehrt. Man muss dabei aber berücksichtigen, dass die vorherrschende Lehrmeinung durch wirtschaftliche und psychologische Faktoren massiv begünstigt wird. Wer als Wissenschaftler eine unliebsame Minderheitsmeinung vertritt, gefährdet nicht nur seine Karriere, sondern eventuell seine gesamte berufliche Existenz. Der Volksmund bringt es mit dem Spruch „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“ prägnant auf den Punkt. Der wichtigste psychologische Faktor dürfte die Tatsache sein, dass sich die meisten Menschen ausgesprochen unwohl fühlen, wenn sie nicht zur großen Mehrheit, sprich zur Herde gehören. Wer dies nicht glaubt, sollte mal nach den Konformitätsexperimenten von Solomon Asch googeln. Diese Experimente zeigen, dass nur eine Minderheit der Versuchsteilnehmer sich nicht durch die falsche Mehrheitsmeinung beeindrucken lässt, sondern der eigenen Wahrnehmung und Einschätzung vertraut. Ich hoffe, dass dies auch beim einen oder anderen Zuschauer der Fall ist und sich somit die Arbeit, die ich in dieses Video gesteckt habe, gelohnt hat. Wer sich mit dem angesprochenen Thema näher beschäftigen möchte, dem kann ich als Einstieg die Webseite www.wachsende-erde.de empfehlen. In diesem Sinne wünsche ich allen noch eine gute Zeit.